Die Energiewende und die Klimaziele sind uns allen geläufig. Das große Thema, das damit im Zusammenhang steht, ist natürlich das Thema Energieeffizienz. Denn wenn wir versuchen, unsere Energie so effizient wie möglich zu nutzen, hilft uns das nicht nur dabei, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, sondern wir können jede Menge Geld sparen. GoE bildet hier einen wesentlichen Baustein. Denn mit dem GoE Charger und dem GoE Controller kannst du dein Elektroauto energieeffizient und kostengünstig laden. Wie das geht, erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und in diesem Video spreche ich über den nachhaltigen Umgang mit Energie und dem damit verbundenen kostengünstigen Laden deines Elektroautos mit Hilfe des smarten Wallbox-Systems von GoE. Um dein E-Auto effizient und zu niedrigen Preisen zu laden, ist es natürlich erst einmal wichtig, dass deine Wallbox weiß, wann das Laden am nachhaltigsten ist und dass sie basierend auf diesen Informationen rasch und vollautomatisiert handelt. Diese Informationen bekommt die Wallbox einerseits durch den direkten Informationsaustausch mit dem Elektroauto. Sie kennt also zum Beispiel die maximale Ladeleistung des Autos. Aber sie benötigt darüber hinaus Informationen vom Stromanbieter, damit sie eben auch kostengünstig laden kann. Und gebäudeseitige Informationen, damit zum Beispiel beim Laden die maximal verfügbare Strommenge des Hauses nicht überschritten wird. Der GoE Controller misst dazu fortlaufend die Stromflüsse im Haus. Er weiß also genau, wie viel Energie im Gebäude verbraucht wird und ob du Strom aus dem öffentlichen Netz beziehst oder mit der Photovoltaikanlage überschüssigen Strom produzierst. Basierend auf diesen Informationen steuert er automatisch die Ladeleistung eines oder mehrerer GoE Charger, abhängig vom im Gebäude verfügbaren Strom. Je nachdem, wie viel Energie noch verfügbar ist, erhöht oder reduziert der GoE Charger die Energiezufuhr. Würden alle Haushaltsgeräte inklusive Wallbox gleichzeitig mit voller Leistung arbeiten, käme es ohne diese smarten Funktionen rasch zu einem Stromausfall. Daher ist das Energy Monitoring und der Datenaustausch zwischen dem GoE Controller und dem GoE Charger so wichtig. Ein weiterer bedeutender Punkt beim Thema Energieeffizienz ist die Maximierung des Eigenverbrauchs der PV-Anlage. Und auch das ist mit Hilfe des GoE Wallbox-Systems möglich. Hast du eine Photovoltaikanlage installiert, könntest du theoretisch die überschüssige Energie ins Netz einspeisen. Klar, aber die Vergütung ist möglicherweise gering. Viel sinnvoller ist es, den Energieüberschuss für das Laden deines Elektroautos zu verwenden. Generiert deine Photovoltaikanlage mehr Strom, als deine anderen Elektrogeräte verbrauchen, erkennt das der GoE Controller sofort. Ab dem Moment, ab dem nach Abzug des Haushaltsbedarfs ausreichend überschüssige Energie für das Elektroauto vorhanden ist, gibt er die Informationen an den GoE Charger weiter und dieser startet die Ladung. Je nach verfügbarem Strom entweder ein- oder dreiphasig. Die Phasenumschaltung funktioniert dabei vollautomatisiert. Dadurch kannst du noch mehr Strom der PV-Anlage für deinen Eigenverbrauch nutzen, da auch bei niedrigem Ertrag geladen werden kann. Der GoE Controller reguliert die Ladeleistung während des Ladevorgangs automatisch für alle angeschlossenen GoE Charger. Du brauchst also nichts tun. Das smarte Wallbox-System regelt das Laden deines E-Autos von ganz allein. Ein weiterer wichtiger Baustein beim Thema Energieeffizienz sind flexible bzw. dynamische Stromtarife. Du kannst damit einerseits bares Geld sparen, aber wenn du einen flexiblen Stromtarif mit sich stündlich ändernden Preisen verwendest, trägst du dazu zusätzlich auch zur Stabilisierung des Stromnetzes bei. Denn stell dir vor, es kommen unzählige Autobesitzer in deiner Gegend abends circa zur gleichen Zeit nach Hause und laden ihr E-Auto sofort mit ihrer Wallbox auf. Das würde eine enorme Belastung für das Stromnetz darstellen. Weshalb vielleicht die Ladeleistung der Wallbox durch deinen Stromnetzbetreiber herunterreguliert werden müsste, um Stromausfälle zu verhindern. Dank flexibler Stromtarife lässt sich das Problem lösen. Denn mit deren Verwendung werden Ladevorgänge durch den GoE Charger automatisch aus Zeiträumen mit starker Beanspruchung des öffentlichen Netzes in andere Zeiten verschoben, in denen allgemein weniger Strom benötigt wird. Dies wird dann auch mit günstigen Preisen belohnt. Ein europäischer Anbieter von dynamischen Stromtarifen ist hier zum Beispiel Tipper. Wie schon erwähnt, helfen flexible Stromtarife nicht nur energieeffizient, sondern auch kostengünstig dein E-Auto zu laden.
Denn flexible Stromtarife sind an den Strompreisindex gebunden und geben so auf der Nachfrage basierte Preisschwankungen an der Strombörse zeitnah direkt an die Kunden weiter. Was zur Folge hat, dass sich der Strompreis laufend ändert. Der GoE-Charger verfolgt die Strompreise der integrierten Anbieter in Echtzeit und beginnt bei entsprechendem Setup mit dem Ladevorgang, wenn diese am niedrigsten sind. Du brauchst dir also keine Sorgen um eine hohe Energierechnung zu machen, denn du weißt, dass der GoE-Charger dein Auto immer auf die kostengünstigste Weise lädt. Hast du einen Stromvertrag, der auf flexiblen Energietarifen basiert? Prüfe in der GoE-App unter Echo Flexible Energietarife, ob dein Stromtarif bereits integriert ist. Wähle dazu im ersten Schritt das Land, in dem du lebst, deinen Energieversorger wie zum Beispiel Tibber und den Tarif, den du bei deinem Energieversorger abgeschlossen hast. Lege dann eine Preisgrenze fest und speichere die Einstellungen. Nachdem du die Einstellungen abgeschlossen hast, werden dir eine Ladeprognose sowie die von dir eingestellten Daten angezeigt. Der GoE-Charger beginnt dann mit dem Laden deines E-Autos, wenn der Strompreis unter den von dir festgelegten Schwellenwert fällt. Liegt der Preis darüber, wird auch nicht geladen. Du kannst die flexiblen Stromtarife und das PV-Überschussladen übrigens auch mit einem Ladeziel kombinieren, um festzulegen, welche Menge an Energie bis zur nächsten geplanten Fahrt geladen werden soll. Und noch etwas: Wenn dein Ladeziel nach Sonnenuntergang noch nicht erreicht wurde, musst du beim Laden mit Strom aus dem Netz nicht zwingend einen flexiblen Stromtarif verwenden. Ohne Ladeziel lädt der GoE-Charger einfach dann, wenn PV-Überschuss zur Verfügung steht. Also eventuell auch gar nicht. Mit dem Ladeziel versucht der GoE-Charger so lange wie möglich auf Überschussstrom zu warten und lädt, wenn verfügbar, mit PV-Überschuss. Es wird aber gleichzeitig sichergestellt, dass die gewünschte Energiemenge erreicht wird, auch wenn dies bedeutet, dass der Strom aus dem Netz geladen werden muss. Wie du siehst, bietet GoE einige spannende Lösungen, um Energie beim Laden deines E-Autos nachhaltiger und effizienter zu nutzen. Hast du bereits das smarte Wallbox-System von GoE oder hast Interesse daran, dann nutze die Kommentarfunktion und teile gern deine Erfahrungen mit uns oder stelle uns Fragen. Falls du noch unsicher bist, wir werden diese so rasch wie möglich beantworten. Hat dir das Video gefallen? Dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.